Nach einem schrecklichen Sturz im Alter von 9 Monaten wurde das Nacken der kleinen Mädchen verdreht und sie konnte es ganze 10 Jahre lang nicht bewegen. Alles änderte sich, als ein bekannter Chirurg beschloss, ihr eine kostenlose Operation zu schenken. Ich sage nur eins: Es hat sich gelohnt. Die Geschichte des Mädchens hat mich bis ins Innerste erschüttert und wie sie heute aussieht, hat mich sehr überrascht. Wie das geschehen ist und wie sie jetzt aussieht, wollte ich Ihnen heute erzählen. Es stellte sich heraus, dass es immer noch gute und edelmütige Menschen mit goldenen Händen gibt. Solange es sie gibt, stirbt die Hoffnung nicht, dass es selbst in unmenschlich schwierigen, unglaublich schweren Situationen einen Ausweg gibt. Es gibt viele solcher Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte der unglücklichen Pakistanerin Afshin Gul, die seit ihrer Kindheit durch einen Unfall eine schwere Nackenverkrümmung erlitten hat und viele Jahre lang unerträgliche Schmerzen hatte. Das Mädchen war noch keine 10 Monate alt, als ihre ältere Schwester sie fallen ließ. Seit diesem Tag war ihr Nacken um 90 Grad verdreht. Bis zu ihrem 12. Lebensjahr lebte das Kind in Qualen. Während dieser ganzen Zeit versuchten die Eltern, ihrer Tochter zu helfen, indem sie verschiedene Ärzte aufsuchten. Schließlich brachten sie ihre Tochter in eine Klinik, wo ihr völlig kostenlos ein spezielles orthopädisches Gerät angepasst wurde. Leider verbesserte sich der Zustand der kleinen Patientin auch nach diesem Eingriff nicht. Sie konnte sich immer noch nicht bewegen und war nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Weder sprechen noch selbstständig essen konnte das Mädchen. Fast die ganze Zeit lag sie einfach nur hoffnungslos da und litt, in der Hoffnung, dass ein Wunder geschehen würde und jemand ihr helfen könnte. Die Eltern von Afshin Gul klopften mehr als 10 Jahre lang an die Türen buchstäblich aller Krankenhäuser, die sie erreichen konnten, doch alle Ärzte sagten ihnen dasselbe und wiesen darauf hin, dass das Mädchen an Zerebralparese leidet und es keine Hoffnung auf Heilung gibt. Es ist schwer vorstellbar, was das Mädchen all die Zeit fühlte, denn in den schönsten Jahren ihres Lebens war Afshin der einfachen kindlichen Freude beraubt, während ihre Altersgenossen zur Schule gehen, rennen, spielen und das Leben genießen konnten. Glücklicherweise gab es einen Ausweg aus dieser Situation. Das Traurigste an dieser Situation war, dass die kleine Pakistanerin teure Behandlungen benötigte, für die ihre Familie kein Geld hatte. Das Wichtigste war, dass die Eltern die Hoffnung nicht aufgaben und keinen Moment lang aufgaben, denn selbst in den schwierigsten Situationen sollte man auf Heilung hoffen. Es gab Fälle, in denen Ärzte sogar dann halfen, wenn die Krankheit als unheilbar galt. Ein Beispiel für eine von Ärzten geschenkte Chance auf Genesung ist die Geschichte des jungen Murat mit einer äußerst seltenen genetischen Erkrankung der Wirbelsäule, dem sogenannten Proteus-Syndrom. Diese Krankheit äußert sich in einem zu schnellen Wachstum einzelner Körperteile, was zu Behinderungen und sogar zum Tod führen kann. Die Krankheit des Kindes begann sich zu entwickeln, als es in die Pubertät eintrat. Chirurgen aus dem DKB nach N.I. Pirogov führten eine einzigartige, äußerst komplizierte 7-stündige Operation durch. Jetzt kann Murat wieder Sport treiben und Fahrrad fahren. Es kam die Zeit, als die Ärzte auch Afshin aus Pakistan eine Chance auf Genesung schenken konnten. Es ist erwähnenswert, dass der Anstoß dafür ein Artikel lokaler Journalisten war, die über ihr tragisches Schicksal schrieben. Dieser Artikel ließ viele Menschen nicht gleichgültig, aber das Wichtigste: Die Zeitung mit der Geschichte des unglücklichen Mädchens fiel einem Arzt aus Indien in die Hände, der sich auf solche komplizierten Wirbelsäulenoperationen spezialisiert hatte. Nach dem Lesen des besagten Artikels beschloss der Chirurg Ragopalin Krishnan, ein unschätzbares Geschenk zu machen und das Mädchen völlig kostenlos zu operieren. Im Frühjahr 2022 führte er die Operation kostenlos durch, ohne die Afshin lange nicht überlebt hätte. 6 Stunden lang ließ er den Operationstisch nicht aus den Augen, um dem Kind die normale Beweglichkeit zurückzugeben. Wenn Sie sich die letzten Fotos des Mädchens ansehen, werden Sie selbst sehen, dass jede Sekunde, die für die Operation aufgewendet wurde, nicht umsonst war. So sieht Afshin heute aus. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.